Heute modifizieren wir das Fanatec McLaren Wheel mit Magnetikshiftern aus dem Hause SimRacing Machines. Wie dieser Umbau funktioniert und wie ihr davon profitieren könnt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. SimRacing Machines hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich es sehr ausführlich für euch in meinem Kanal reviewen kann. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte dafür kein Geld, doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1 Preis und Bezug. Das Gear Shifter Upgrade for McLaren Wheel, so heißt diese Modifikation, ist zum Preis ab 132 britische Pfund direkt über die SimRacing Machines Homepage erhältlich. Wähle im Dropdown-Menü, ob du den Umbau für das McLaren V1 oder McLaren V2 Wheel benötigst und dann entscheidest du dich für 3 mm oder die 5 mm dicken Magneten. Kapitel Nummer 2 Der Lieferumfang. Das Gear Shifter Upgrade kommt in einer kompakten Umverpackung zu euch. Mit dabei sind die Gear Shifter, Montagematerial und eine Bedienungsanleitung, die ihr aber auch über die Homepage herunterladen könnt. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Das Gear Shifter Upgrade ist für das McLaren Wheel von Fanatec kompatibel. Umbaukits für andere Lenkradmodelle, die habe ich euch bereits mehrfach in meinem Kanal vorgestellt. Sucht bei Interesse unter Videos in meinem Kanal, blättert etwas zurück, dann findet ihr Inhalte von SimRacing Machines. Kommen wir zu Kapitel Nummer 4, die Ausstattung und die technischen Details. Das Gear Shifter Upgrade ist komplett aus Carbon gefertigt. Die Aufnahme und auch die Schaltpedals sind 3 mm dick. Über Pol und Gegenpol der Magneten wird der Auslösewiderstand bestimmt. Und mit den 3 mm Magneten beträgt dieser ca. 500 Gramm und das 5 mm dicke Magnetenpaar, das bietet um die 1 Kilogramm Auslösewiderstand. Das Schaltgeräusch beträgt rund um die 75 Dezibel aus einer Entfernung von ca. 30 cm. Der Schaltweg beträgt 6 mm und die Pedals, die schließen rückseitig bündig mit den Analogpedals des Wheels ab. Die Schaltpedals sind 50 mm breit und an den Kanten ordentlich abgerundet. Kapitel Nummer 5, die Montage. Auf der SimRacing Machines Homepage habt ihr sämtliche Anleitungen für Umbau unter Help zusammengefasst. Klickt hier auf Manuals und auf den richtigen Link. Beachtet, wie erwähnt, ob ihr das Fanatec McLaren V1 oder V2 Modell umbauen wollt. Vor dem Umbau gilt wie immer, dass dieser auf eigenes Risiko geschieht und die Garantieansprüche gegenüber Fanatec ab diesem Zeitpunkt erlöschen. Ebenso wichtig für dich ist, dass dieser Umbau nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Haltet euch an die Umbauanleitung und mit meinem Tutorial sollte dies klappen, wenn du durchschnittliche Handwerkskenntnisse besitzt. Veranschlage etwa 2 bis 3 Stunden Umbauzeit, wenn du durchschnittlich so wie ich begabt bist.
Kapitel Nummer 6, die Optik. Das Wheel bekommt durch diesen Umbau einen völlig neuen optischen Charakter. Die auffällige orange Schaltwippenkonstruktion weicht den sehr dezent und optisch edel wirkenden Carbonschiftern. Diese passen wunderbar zur Meclaren-Optik und werten das Erscheinungsbild in meinen Augen deutlich auf, da diese im Vergleich zum kompletten Wheel in dem Fall aus echtem Carbon gefertigt sind. So geht's weiter mit Kapitel Nummer 7, die Akustik. Die Schaltauslösung ist mit um die 75 Dezibel aus ca. 30 cm Entfernung wohnzimmertauglich, kann aber für deine Mitbewohner im selben Raum störend sein, wenn diese ihre absolute Ruhe haben wollen. Das Schaltgeräusch ist knackig und klingt wertig und sehr präzise, sehr genau. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 8, die Haptik. Hier merkt man die solide Konstruktion, die sich bei der Bedienung sehr stabil, eben sehr wertig anfühlt. Das seitliche Spiel der Aufnahme ist im Rennbetrieb nicht vernehmbar und die Pedals sind an den Kanten abgerundet und darum fühlen sich die bei der Bedienung auch ohne Handschuhe an den Fingerkuppen sehr komfortabel an. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, die Verarbeitung. Hier gibt es nicht viel zu berichten. Alle Bauteile sind sehr sauber verarbeitet, gut zusammengesetzt und die Materialqualität, die ist großartig. Man merkt, dass es sich nicht um Stangenware handelt, sondern eine Manufaktur-Handarbeit am Werk war. Alle Bauteile sind sehr passgenau und fügen sich unauffällig in die Konstruktion des Meclaren Wheels ein. Nächstes Kapitel Nummer 10, der Rennstreckentest. Im Rennbetrieb fällt der Umbau sehr deutlich auf. Bei der Betätigung ist nun die separat aufgebaute Schaltmechanik klarerweise entkoppelt. Die original durchgehende Schaltwippe hat ja den Effekt, dass bei linksseitiger Betätigung die rechte Seite in die entgegengesetzte Richtung bewegt wird. Dieser Effekt kann gewöhnungsbedürftig sein, wenn du deine Finger immer an den Schaltpedals anliegen hast und somit die eine Hand die andere Hand wegdrückt. Hier ist die separate und somit entkoppelte Funktionsweise dieses Umbaus im Vorteil, wenn dich der Umstand der durchgehenden Schaltwippe Schaltmechanik stört. Sämtliche Schaltvorgänge, die gelingen äußerst schnell und präzise. Eine unabsichtliche Doppelbetätigung ist im Rennbetrieb unmöglich. Der kräftige Auslösewiderstand der 5 mm dicken Magnete, der erlaubt eine Vorspannung mit den Fingern an die Schaltwippe zu legen, ohne diese versehentlich auszulösen. Und somit wird dann die Reaktionszeit beim Auslösevorgang verkürzt. Kapitel Nummer 11, die negativen Aspekte. Dir muss bewusst sein, dass dieser Umbau nicht mehr umkehrbar ist, da die Aufnahme der originalen Schaltwippe komplett entfernt werden muss. Zweiter Negativaspekt ist, dass die Anbringung der Halteplatte über die 3 Schrauben und Muttern innenseitig sehr fummelig ist und du diesbezüglich wirklich etwas Geduld mitbringen musst oder mehr Feingefühl als ich an den Start bringen solltest. Kapitel Nummer 12, die neutralen Aspekte. Den Preis beurteile ich als neutral. Dieser Umbau kostet 2/3 vom gesamten Wheel, modifiziert die Charakteristik aber grundlegend. Da es sich um Einzelanfertigungen aus einer Manufaktur handelt, finde ich den Preis aber akzeptabel. Nächster neutraler Aspekt ist für mich das seitliche Spiel der Schaltmechanik. Aber dies fällt bei der Betätigung auf der Rennstrecke nicht wirklich ins Gewicht. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 13, die positiven Aspekte. Die völlig neue Schaltcharakteristik hebt dein Meclaren Wheel auf ein völlig anderes Niveau. Die Schaltvorgänge sind präziser, die sind knackiger als im Originalzustand. Und die Breite der Schaltpedals erlaubt es, 3 Finger sehr komfortabel aufzulegen und somit ergonomisch gesehen über einen längeren Zeitraum wunderbar unterwegs sein zu können. Den optischen Aspekt müsst ihr klarerweise immer wie selbst beurteilen. Mir gefällt der Einsatz von Carbon hervorragend und das Understatement-Design ebenso. Und ein weiterer positiver Aspekt ist die sehr ausführliche, gut gestaltete Umbauanleitung. Kommen wir zu Kapitel Nummer 14, Fazit und die Kaufempfehlung. Ich rate zum Umbau, wenn du mit der Originalcharakteristik des Meclaren Wheels nicht wirklich zufrieden bist. Mir persönlich hat der extrem kurze Schaltweg des damaligen Meclaren V1 Wheels überhaupt nicht gefallen und hier ist aus meiner Sicht ein solcher Umbau unumgänglich, wenn du dieses Lenkrad mehrmals nutzen möchtest. Die Meclaren V2-Version hat die Schaltmechanik deutlich nachgebessert, aber auch hier wirst du mit diesem Upgrade nochmals eine deutliche Steigerung erzielen können. Ich rate dringend zu diesem 5 mm Magnetenpaar. Die Auslösekraft passt deutlich besser zum Gesamtpaket als bei dem 3 mm Bundle. Und in Sachen handwerkliche Skills müsst ihr nun beurteilen, ob ihr euch darüber traut oder eher nicht. Ich persönlich habe diesen Umbau sehr interessant empfunden und wieder einmal etwas dazugelernt. Vor dem spannenden Ausblick lasst mich wissen, was ihr von diesem Umbau haltet. Loggt euch bitte bei YouTube ein und postet in die Kommentarfunktion.
Würdet ihr euer McLaren Wheel upgraden oder ist euch dieser Umbau zu aufwendig und zu kostenintensiv bzw. mit einem zu hohen Risiko verbunden? Postet dies in den Kommentaren mit rein. Und so geht's weiter mit dem Ausblick. Wir kümmern uns in den nächsten Wochen um einen Motion Rig Umbau, bei welchem ich mein Simetic K2 Rig adaptiere, um das Simrig SR1 System integrieren zu können. Vielen Dank fürs Dabeisein und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank auch für eure Spenden, eure Mithilfe in meinem Kanal und wie immer gilt, es macht Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße, ich freue mich auf unser nächstes Review, euer Ron.